Lebkuchen-Maultaschen. Wenn ihr wissen wollt, wie man die macht, dann schaut jetzt zu. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan von Stuggi und heute möchte ich mit euch eine schöne winterliche Maultasche kreieren, quasi ein winterliches Dessert erstellen. Quasi schön für die Weihnachtszeit, für die Winterzeit, gerade wenn ihr Besuch habt und wollt irgendwas anderes, mal was Untypisches als Dessert anbieten. Da würde sich doch das am besten eignen, weil es ist ja etwas, was man gar nicht kennt, aber was trotzdem echt sehr lecker ist und vor allem auch, was den einen oder anderen verblüffen wird. In meinem Kanal geht es ja alles, was mit der Teigtasche, mit der Maultasche zu tun hat und darüber hinaus natürlich auch mit den Sachen drumherum. Ich werde euch gleich mal die Zutaten vorstellen. Wir brauchen zum einen, haben wir hier Speisequark, dann haben wir hier Mandeln, wir haben hier zum einen ganz normale klassische schokolierte Lebkuchen, ungefüllt. Dann haben wir hier Spekulatius. Wir haben hier Lebkuchengewürz. Dann als nächstes haben wir hier Backkakao und normaler Zucker. So, eins habe ich natürlich noch vergessen. Und zwar ganz klar, diese Masse wird ja quasi recht weich sein. Und es kann natürlich passieren, dass die auch auslaufen kann. Jetzt ist es so, wir garen diese Masse nicht wie gewohnt klassisch im heißen Wasser, im kochenden, siedenden Wasser, sondern wir garen die nachher unter Dampf. Einfach aus dem Grund heraus, dass uns durch dieses, dass uns die Masse, diese Füllung quasi nicht auslaufen kann aus dem Nudelteig heraus, der Nudelteig aber trotzdem gegart wird. So, wir müssen aber trotzdem, das ist ganz wichtig, die Masse etwas, versteifen, in dem Fall, weil ja die Sache so ist, es soll uns ja nicht quasi, wenn die Maultasche fertig ist und man tut dann jetzt reinstechen, alles rauslaufen, sondern es soll ja drinne bleiben und eine schöne, kompakte Maultasche dann geben. Dafür habe ich mich entschieden hier, und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere das, Flohsamenschalen. Flohsamenschalen haben den Vorteil, zum einen sind sie sehr ballaststoffreich, aber zum anderen ist auch der Vorteil hier, sie binden sehr viel Feuchtigkeit und gerade im Magerquark oder im Quarkbereich ist es ja so, hier ist sehr viel Feuchte drin und wir möchten die einfach gebunden haben. Dadurch gehen wir her, nehmen davon den Flohsamenschalen, arbeiten die mit ein. Dann dauert es eine kurze Zeit, bis die anfangen, sich quasi aufzuquellen und damit fängt das Ganze dann an, dass es dann einfach ein bisschen fester wird und so wir die Masse dann auch gut verarbeiten können. Jetzt fangen wir an. Wir nehmen jetzt als erstes mal die Lebkuchen, schneiden die Lebkuchen in kleinere Würfel. Ich mache das jetzt ganz grob, ich mache das jetzt nicht so fein, dadurch, dass es ja sich dann aufweicht. So, die Mandeln, wie schon gesagt, die sind jetzt schon etwas vorgehackt, also gestiftelt. Das wäre mir jetzt einfach zu groß an dieser Stelle. Da gehe ich her und nehme jetzt einfach die Mandeln und mache sie mir noch ein bisschen kleiner. Einfach weil mir diese Stifte ein bisschen zu groß wären da drinnen in der Masse. Und so möchte ich es dann auch nicht, lieber ein bisschen kleiner. Dann ist es auch vom Mundgefühl, vom Bissgefühl einfach viel schöner. Dieses Lebkuchengewürz soll uns charakteristisch unterstützen, den Geschmack geben, obwohl ja schon Lebkuchen drin sind, aber quasi das soll hier nochmal besonders das hervorheben. Für die Farbe der Masse oder beziehungsweise auch um ein bisschen den Schokoladencharakter hervorzuheben, nehme ich gerne Backkakao. Das färbt natürlich dann auch ein bisschen die Masse in diesem bräunlichen Ton, wie man es kennt aus dem Lebkuchen selber und lässt dann das Ganze so auch anmuten. 2 gehäufte Esslöffel Zucker dazu. Und jetzt werde ich das Ganze erst einmal vermischen. Ich zeige es euch mal, wie das bei mir aussieht. Ihr seht schon, es gibt so eine gewisse, es ist schön, ich finde es schön, es ist stückig. Es nimmt ein bisschen, das kommt schon jetzt die Farbe. Die Farbe kommt zum einen durch das Lebkuchengewürz, dann natürlich durch den Backkakao heraus und natürlich durch die Spekulatius und
die Lebkuchen, die ich klein geschnitten habe. Was ich jetzt noch an dieser Stelle dazu mache, ist sozusagen die Flohsamenschalen. Wie viel man jetzt da auf die Menge macht, das schreibe ich euch nachher rein. Ich brauche jetzt hier für diese Masse etwas, was mir diese Masse von der Konsistenz fester werden lässt. Ich nehme jetzt gewollt keine Gelatine oder Gelatine zum einen nicht, weil es macht keinen Sinn, wenn die Maultaschen nachher ja wieder erhitzt werden, würde es sich ja wieder verflüssigen und dann wäre der Effekt vorbei. Es muss etwas sein, was hitzestabil ist. So, jetzt haben wir unsere Masse fertig. Sie sieht richtig schön aus, hat eine richtig tolle Farbe. Man sieht auch schon die Stückchen von den Lebkuchen und ein bisschen was von den Spekulatius. Und so soll es sein. Die Mandeln sind auch gut drin. Also von dem her, jetzt können wir es einfüllen. Hierzu nehmen wir den Nudelteig. Da rollen wir einfach uns ein Stück aus. Muss jetzt erstmal nicht ganz so groß sein. Dann schneiden wir es ab. Dann haben wir die Bahn hier schön auf diesem Papier unten drunter. Da können wir es dann einfach besser für uns beim Arbeiten hin und her schieben oder was wir halt damit machen oder wo wir es gerade brauchen oder auch besser in die Höhe nehmen. So, jetzt gehen wir her, werden das einmal den ganzen Streifen in der Mitte halbieren. So, dann haben wir hier Wasser, ganz normales Leitungswasser. Wir werden hier den Teig ein bisschen uns damit ganz ein bisschen feucht machen. Einfach darum, dass quasi die Stärke in dem Nudelteig aufweicht und so der Nudelteig nachher besser zusammenklebt. Jetzt gehen wir her, nehmen uns so einen Esslöffel, den machen wir ungefähr in der Größe voll, machen uns das hier hin als kleiner Haufen. So, lassen uns dann ein bisschen Platz, so dass wir nachher das auch zusammendrücken können und portionieren die nächste. So. Jetzt gehe ich her und schlage mir quasi einmal den Nudelteig oben rüber, drücke ein bisschen unten rein, also quasi wenn ich ihn hier oben rüber schlage, drücke ich ihn ein bisschen unten rein, dass er sich ein bisschen da reinsetzt. Damit bekomme ich ein bisschen Spannung, drehe das Ganze weiter und habe jetzt so quasi meine Hohlstellen hier drinne und kann jetzt anfangen mit dem Holzlöffel hier das ein bisschen zuzudrücken und auch hier meine Abstände zu formen. Genau, also schön geschlossen ist es auf jeden Fall. Man kann ruhig ein bisschen nachdrücken. Ich finde auch von der Größe sind diese Maultaschen, wenn man sie in der Dessertvariante macht, auch sehr schön. Sie müssen jetzt gar nicht größer sein, weil es ja nur als Dessert läuft. So, nachdem jetzt unsere Maultaschen fertig gefüllt sind, schön portioniert, wollen wir sie jetzt zum Dampfgaren bringen oder quasi ja, einfach die Möglichkeit geben, unter Dampf zu garen. Nicht jetzt im Wasserbad, wie schon erwähnt, sonst kann es passieren, dass euch einfach die Füllung auslauft und dann war es das natürlich. Ich habe jetzt hier eine schöne Küchenmaschine, mit der ich jetzt, die hat diese Dampfgarfunktion. Ihr könnt natürlich aber auch quasi einen Kochtopf nehmen und natürlich ein Einhängesieb, um darin eure Maultaschen Dampf zu garen. Oder vielleicht habt ihr ja selber sogar einen Dampfgarer bei euch in der Küche, das wäre noch besser. Ich gehe jetzt her, werde jetzt ein paar Maultaschen hier unten rein schichten. Dabei muss ich natürlich achten, dass der Dampf trotzdem durch kann, sonst bringt das alles nichts. Und sie sollten natürlich im besten Fall nicht miteinander verkleben oder übereinander liegen, sonst könnten sie verkleben. Lieber machen wir einfach nochmal eine Tour,
des Ganzen. Die restlichen versuche ich, oder was hier oben reingeht, hier oben reinzulegen. Dann werden wir sie einfach jetzt mal für circa 20 Minuten drinnen lassen. Nach 20 Minuten kontrollieren wir mal und schauen, wie die Konsistenz ist, wie auch der Teig ist, ob der in dem Fall schon gar ist. Ansonsten lassen wir sie noch ein bisschen länger drin. So, die Maultaschen werden jetzt unter Dampf gegart. Sobald sie fertig sind, werden wir sie gleich herrichten und präsentieren, so dass ihr es auch euren Gästen dann an einem schönen Event oder an einem schönen Weihnachtsessen dann auch anbieten könnt. So ihr Lieben, die Maultaschen sind nun fertig. Ich habe es jetzt hier schön angerichtet mit ein bisschen roter Grütze und ein bisschen Spekulatius-Crumble. Das ist eine schöne Dessertvariante jetzt zur Weihnachtszeit, zur Winterzeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir bitte ein Like da, ein Abo natürlich. Ich freue mich, wenn der Kanal wächst, wenn wir echt was draus machen können und wenn ihr mir bei weiteren Videos wieder zuschaut. Gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.